Ich dachte, ich werde nie wieder schlafen. Ich nahm 10 Kilo in 3 Monate zu und in der Früh hatte ich die schlimmsten Depressionen. Damit dir das Ganze erspart bleibt, erzähle ich dir meinen Erfahrungsbericht mit Mirtazapin. Also Mirtazapin ist ein tetrazyklisches Antidepressivum und wird meistens eigentlich eher als Off-Label eingesetzt. Das bedeutet, viele Psychiater verwenden es zusätzlich, wenn ein SSRI angewendet wird oder ein SNRI. Bei mir war das tatsächlich auch so. Ich bekam ein Escitalopram und das Escitalopram hat mein Psychiater zu mir gesagt, soll ich zumindest in der Anfangszeit ein Mirtazapin mit dazu nehmen. Warum? In der Anfangszeit, wo man Escitalopram nimmt, kann es sehr, sehr oft dazu kommen, dass Panikattacken, die hatte ich sehr, sehr stark, diese Panikattacken am Anfang noch stärker werden. Bei mir war das tatsächlich so und vor allen Dingen in der Nacht wurden diese Panikattacken extrem stark. Die waren teilweise so stark, dass ich gedacht habe, ich werde verrückt. Ich musste mich auf einen kalten Fliesenboden hinlegen und ich habe gedacht, jetzt ist Ende. Und genau gegen solche Nebenwirkungen, die unter anderem das Escitalopram sehr oft in der Anfangszeit hat, kann da zum Beispiel jetzt dieses Mirtazapin sehr gut helfen, weil man jetzt zum Beispiel sagt, ich kann jetzt ja diese Nebenwirkungen, die in der Anfangszeit mit dem Mirtazapin sehr gut abfedern. Wenn man dieses Medikament jetzt aber nicht als Kombo nimmt, sondern alleine, also wenn zum Beispiel dein Psychiater dir das verschrieben hat, ohne ein anderes SSRI oder SNRI, wie gerade eben schon gesagt, dann wird es hauptsächlich bei den Anwendungsgebieten, also einer sogenannten Major-Depression eingesetzt, das heißt also einer schweren Depression, bei einer posttraumatischen Belastungsstörung und bei allen möglichen verschiedenen Angststörungen. Mein persönliches Fazit, meine Meinung darüber, wenn man es als Kombomittel nimmt, das habe ich nämlich auch mal als Kombomittel in der Anfangszeit, bevor ich Escitalopram bekommen habe, da wirkt es meiner Meinung nach weder bei Angststörungen noch bei Depressionen, schon gar nicht bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Eigentlich wirkt es nur bei einer Sache und da wirkt es auch tatsächlich fantastisch. Da kann man gar nichts sagen. Es wirkt tatsächlich für einen mega coolen Schlaf, wenn man so möchte. Man schläft wie ein Baby. Und da gibt es jetzt bei diesem Medikament drei verschiedene Stärken. Die Stärken sind 15 Milligramm, 30 Milligramm und 45 Milligramm. Bitte komm niemals auf die Idee, gerade in der Anfangszeit 45 Milligramm zu nehmen. Wenn ich dir sage, dass ich nicht übertreibe, dann übertreibe ich nicht. Ich kann dir sagen, würdest du 45 Milligramm in der Anfangszeit nehmen, dann könnte es sehr gut möglich sein, dass du da wahrscheinlich eine ganze Woche schläfst. Also das ist echt Wahnsinn. 15 Milligramm ist die niedrigste Dosis und ich kann dir sagen, nach meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn du die Hälfte davon nimmst, die 7,5 Milligramm, da schläfst du schon wirklich wie ein Baby. Das Problem ist allerdings bei den Mirtazapin, und das musste ich auch machen, diese Erfahrung, dass dieses Medikament nach der Zeit eine Toleranzentwicklung hat. Das bedeutet, ich konnte diese 7,5 Milligramm, so circa 3 bis 4 Wochen nehmen. Nach 4 Wochen habe ich dann gemerkt, dass das einfach nicht mehr ausreicht. Das bedeutet, das war dann so, als würde ich dann irgendwann mal gar nichts mehr nehmen. Ich musste also tatsächlich die Dosis steigern und musste auf 15 Milligramm hoch. Als ich diese 15 Milligramm genommen habe, hat sich das dann so angefühlt, als würde ich wieder die 7,5 Milligramm am Anfang nehmen. Und dann konnte ich wieder anfangen zu schlafen. Mirtazapin wirkt zentral als Alpha-2-Antagonist und verstärkt die noradrenerge und serotonerge Neurotransmission. Das bedeutet im Umkehrschluss, es greift auch in den Noradrenalinhaushalt in unserem Gehirn ein und in den Serotoninhaushalt auch in unserem Gehirn ein, also so wie die SSRI, aber auch wie die SNRI. Bleibt aber trotzdem ein tetrazyklisches Antidepressivum. Darüber hinaus hat es auch noch eine Histamin-H1-Wirkung und das lässt sich darauf zurückführen, dass es immer diese sedierende Wirkung hat, also dass man deswegen so gut und schnell einschläft. So, und jetzt wird es wichtig, sehr, sehr, sehr wichtig, da ich noch keinen Klienten bei mir gehabt habe im Coaching, der zu mir gesagt hat, mein Psychiater hat mich darauf hingewiesen, dass ich erstmal zum Augenarzt gehen soll und meinen Augeninnendruck messen lassen soll. Ja, jetzt fragst du dich wahrscheinlich als Zuschauer dieses Videos, warum und wieso? Ja, mein Arzt hat es auch nicht zu mir gesagt. Nun ja, es ist wie folgt. Wenn du einen erhöhten Augeninnendruck hast,
merkst du das nicht. Ich merke das nicht, du merkst es nicht, niemand merkt das. Der Augenarzt kann das merken, wenn er einen Test bei dir macht. Ich habe auch mal so einen Test gemacht. Mein Psychiater hat es mir allerdings auch nicht gesagt. Es ist aber sehr, sehr wichtig, dass du das machst. Warum? Wenn du einen erhöhten Augeninnendruck schon hast und der ist nur leicht erhöht und du das Mirtazapin jetzt therapeutisch bekommst, also es wird bei dir eingesetzt und das vielleicht schon über Wochen oder Monate, dann kann dieses Mirtazapin deinen vorhandenen Augeninnendruck noch weiter erhöhen, das dann im schlimmsten Fall zur Folge haben kann, dass du einen Augeninfarkt bekommst. Und ich glaube, keiner von uns möchte einen Augeninfarkt bekommen. Jetzt haben sich ganz viele andere Menschen sich schon auch andere Videos von mir angesehen über verschiedene Antidepressiva, zum Beispiel wie hier das Escitalopram, das ich auch genommen habe, wenn es dich interessiert, hier oben einmal auf den Link. Da möchte ich mal ganz kurz auch noch was dazu erwähnen, weil es auch so wichtig ist. Sehr, sehr, sehr viele Antidepressiva erhöhen den sogenannten QT-Intervall im Herzen. Das kann dann dazu führen, wenn du vorher dich auch nicht testen lassen hast bei einem Kardiologen, ob du vielleicht schon eine verlängerte QT-Zeit hast, dass dieses Medikament wie die SSRI, und das tun übrigens alle SSRI, die QT-Zeit noch weiter verlängern und dadurch kann es zu einem Herzstillstand im schlimmsten Zustand kommen. Ich weiß, sowas triggert immer einen, wenn man sowas sagt, aber ich finde persönlich, dass es schon wichtig ist, da hilft halt auch gar nichts, dass man das auch sagt. Die gute Nachricht ist aber, bei den Mirtazapin ist das nicht so. Das Mirtazapin erhöht nicht den QT-Intervall, ist zumindest nicht bekannt und steht auch nicht in der Packungsbeilage. Bei den SSRI ist es aber so. Du solltest aber, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist, bitte vorher, bevor du dieses Medikament verschrieben bekommst, zum Augenarzt gehen und einmal bitte deinen Augeninnendruck untersuchen lassen. So, und so viel jetzt erstmal zu den Fakten. Jetzt komme ich mal zu mir. Ich habe es genommen, 3 Monate genommen und wie ich es am Anfang dieses Videos schon gesagt habe, haben diese 7,5 Milligramm nicht mehr ausgereicht, musste dann auch irgendwann mal auf 15 Milligramm und die 15 Milligramm, wie gesagt, die haben dann auch irgendwann mal nicht mehr gereicht und dann bin ich dann höher gegangen auf 30 Milligramm. Bei 30 Milligramm hat es schon richtig gut wieder gewirkt und ich konnte wieder richtig tief schlafen. Allerdings habe ich etwas gemerkt, was wahrscheinlich die allermeisten oder ich sag mal bestimmt 95% der Menschen, die Mirtazapin nehmen, auch merken. Ich habe einen fast nicht mehr zu stillenden Hunger bekommen, einen Appetit, der nicht mehr zu stillen war. Das Schlimme dabei ich habe gegessen und ich hatte irgendwie subjektiv das Gefühl, dass ich kein Sättigungsgefühl mehr hatte, bei 30 Milligramm schon. Ich konnte essen, weiter essen und ich habe natürlich auch nicht unbedingt gesund gegessen, weil es hier oben in deinen Kopf tatsächlich immer Gedanken auslöst. Cola, Schokolade, Marzipan und alles, was irgendwie süß ist, so richtig reinzustopfen. Ja, das Ende vom Lied war dann 3 Monate waren rum und ich war auf der Waage tatsächlich 10 Kilo schwerer. Was hat's dann bei mir gebracht? Ich bin dann anschließend zum Hausarzt gegangen, habe einmal Blut abgenommen und das Ergebnis, das war dann auch nicht so toll. Was ist passiert? Meine Triglyceride, das sind die Blutfette, die sind explodiert. Die waren bei 450, bei 1000 Milligramm, beim Wert von 1000 von Triglyceride kann man sogar schon eine Pankreatitis bekommen. Das bedeutet, man kriegt dann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und wer hat da schon Bock drauf? Also ich nicht. Gott sei Dank war ich noch nicht bei 1000, aber auf jeden Fall hat mein Hausarzt gesagt, die Tendenz ist ziemlich steigend, weil wir sehen hier auch LDL-Werte, die schon bei 400 sind. Also das ist das sogenannte schlechte Cholesterin. Das hat alles mir dieses Mirtazapin gebracht. Naja, also gut, habe ich mir gedacht, ich muss damit aufhören, ich muss das absetzen, weil sonst, naja, drohen alle möglichen Dinge in mir, ne? Diabetes, der Cholesterin war eh schon hoch und dann hat der Arzt zu mir noch gesagt, ich soll jetzt doch bitte Statine nehmen. Statine sind Medikamente, die dafür sorgen, diesen Cholesterinwert, der schlecht für die Herzkranzgefäße und allgemein für den ganzen Körper nicht gut ist, zu senken. Ich habe aber abgelehnt, weil ich mir gesagt habe, ich nehme jetzt bestimmt nicht noch zusätzlich andere Medikamente, wie sogenannte
diese Statine, weil die sind ja auch nicht, haben auch nicht den besten Ruf, weil da kriegt man ja Muskelkrämpfe und Schmerzen, dass ich mir dann irgendwann mal gedacht habe, ja, jetzt weiß ich, wie sich viele ältere Menschen in dem Land führen. Ne? Ärzte geben dir das Medikament für dies, dann hast du diese Nebenwirkungen, für diese Nebenwirkungen kriegst du diese Medikamente, dann kriegst du wieder dies. Ein perfider Teufelskreis, aus dem ich unbedingt so schnell wie möglich selber ausbrechen wollte. Also was hat der Juan gemacht? Der Juan hat gesagt, also ich mache eins wie folgt, ich lasse das jetzt weg, ich nehme das nicht mehr. Was ist passiert? Ich konnte nicht schlafen. Ich konnte gar nicht schlafen. Also Gott sei Dank haben sich die Symptome zumindest leicht verbessert durch das Escitalopram mit die Panikattacken. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat es gebracht. Aber ich konnte nicht mehr schlafen. Und ich habe mir gedacht, ich war nicht süchtig, aber ich hatte mir immer so den Gedanken, nimmst halt wieder ein Mirtazapin, dann schläfst du wieder gut. Aber es war einfach nicht mehr möglich zu schlafen. Ich habe nicht geschlafen. Es sind sogar dann irgendwann mal 3 Monate rumgegangen, wo ich das subjektive Gefühl hatte, wahrscheinlich habe ich schon geschlafen, aber das waren immer nur so 2 Stunden oder 3 Stunden. Und das hat sich natürlich dann auch negativ auf meine Stimmung ausgewirkt. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, mit pflanzlichen Mitteln zu versuchen, wieder in den Schlaf zu kommen. Aber natürlich auch mit verschiedenen mentalen Techniken, die am Anfang nicht so gut funktioniert haben, aber dann nach der Zeit immer besser. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass meine Meinung zu den Mirtazapin ist, dass es sehr, 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 sehr gut wirkt für Schlaf. Es wirkt nicht bei irgendwelchen psychischen Problemen im direkten, also ich sage mal indirekt auf eine Diagnose wie zum Beispiel eine PTBS, schon gar nicht bei Zwangsgedanken, gar nicht, da bringt es überhaupt nichts. Bei Panikattacken, da wirkt es vielleicht, dass man sagt, na gut, ich habe eine Panikattacke, nimmst den Mirtazapin, das zieht dich auch mal aus dem Verkehr und dann gehst du halt schlafen, aber das Problem ist nicht gelöst. Also das ist meine Meinung zu dem Mirtazapin. Ganz wichtig zu wissen ist auch, dass ich in der Zeit, wo ich diese 30 Milligramm genommen habe, ich immer das Gefühl hatte, dass in der Früh die Verstimmung so schlechter auch wurde. Also ich war irgendwie immer so wie so ein Gefühl, als würde ich neben mir stehen. Also auch so Derealisationsgefühle, Depersonalisationsgefühle. Das war aber tatsächlich bei diesen 15 Milligramm nicht. Das war dann erst so, als ich diese 30 Milligramm genommen habe. Wenn du wissen möchtest, wie man Depersonalisation und Derealisation überwinden kann, ohne Medikamente, hier oben mal auf den ein Video von mir. Und das war dann so schlimm, dass ich dann wieder angefangen habe zu grübeln, weil ich Angst davor hatte und ich mich damals auch noch nicht so gut ausgekannt habe, was Achtsamkeit ist, Meditation und die verschiedenen Techniken, die man da anwenden kann, um aus den Grübeln wieder rauszukommen. Als ich es dann abgesetzt habe und dann bei 0 war es in der Anfangszeit immer noch genauso, dass ich in der Früh diese Verstimmungen hatte und es nicht besser wurde. Allerdings habe ich es dann natürlich irgendwann mal schon geschafft, dass ich Gott sei Dank wieder schlafen konnte. Aber in der Zeit, wo ich das Ganze hatte, war es echt übel. Mein Fazit nochmal, Mirtazapin ist echt sehr, sehr gut, wenn du Schlaf suchst und schlafen willst. Es hilft mega, es hilft Bombe, aber es sollte dir immer bewusst sein, nehme es nicht zu lange und vor allen Dingen nicht dauerhaft, denn sonst blüht dir das, was mir geblüht hat. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie das SSRI Sertralin wirkt und was das bringen kann, hier ein Video auf der Endcard von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dein Juan, Namaste.